Hallo meine Freunde, dieser hübsche Frosch, ein Ford Ka, er gehört meiner Nichte, bekommt heute eine komplette Inspektion. Ich habe mir die komplette Inspektionsliste von Ford besorgt und die einzelnen Punkte arbeiten wir jetzt ab. Die Inspektion beginnt zwar im Innenraum, aber der Motor ist jetzt schön warm. Wir machen zuerst den Ölwechsel, also geht es unterm Auto los. Die Ölwanne sitzt hier und hier ist die Ablassschraube. Dafür braucht er einen 12er Imbus. Gut einrasten, damit er die Schraube nicht beschädigt, und dann geht es auf. So, wenn es dann losgeht und den lasst ihr immer schön ausbluten. Also warten, bis auch der letzte Tropfen draußen ist. Eine halbe Stunde später sieht die Geschichte dann so aus, wischen wir es noch ab und dann können wir die Schraube wieder eindrehen. Das ist eine Ölablassschraube ohne Dichtung, die hat eine chronische Verschraubung. Da reinigt er ein bisschen das Gewinde und dann kommen die genau so wieder rein. Ansetzen, eindrehen. Und dann mit Gefühl anziehen. So, wenn es so hart geht, nur ein kleiner Ruck und dann ist gut. Für den Ölfilter braucht ihr so einen Kettenschlüssel oder irgendeinen anderen Ölfilterschlüssel. Der sitzt hier vorne an der Ölwanne und den machen wir jetzt auf. So, irgendwann löst sich der Filter dann und dann könnt ihr mit der Hand weitermachen. So, rausdrehen und dann läuft das Öl auch ab. Die Konsole, den Ölfilter, macht er auch wieder gut sauber. Auf den neuen Ölfilter macht er hier ein bisschen Fett oder Öl. Fett ist generell besser, weil man erkennt dann eher ein Leck. Wenn man schon Öl dran hat, hat man nachher immer Angst, wenn man Öltropfen findet. Ansetzen, Gewinde suchen. Und dann handfest anziehen, das reicht. Jetzt bekommt der Kleine gut 3 Liter Öl. Das Öl kommt hier rein. Kabel legen wir hier mal ab. Jetzt habe ich mal gute 2 Liter drin. Schauen wir mal am Ölmessstab, ob wir schon was sehen. Jetzt haben wir so ungefähr die Hälfte in Öl drin, also muss noch ein bisschen nach und dann haben wir es auch schon. So, das Öl ist jetzt auf Maximum, es tropft ja auch schon runter vom Stab. Jetzt müssen wir den Motor mal kurz anlassen, dass sich der Ölfilter füllt. Kurz anlassen, bis die Öldrucklampe hier rechts unten verschwindet. Kurzer Gasstoß und gut ist. Jetzt seht ihr, wie viel Öl im Filter verschwunden ist. Nachfüllen. Jetzt müsst ihr warten, bis das Öl unten durchgelaufen ist und dann machen wir die finale Messung. So, final ist das Öl, sonst bleibt das neue Öl nicht lang drin. Wir schauen, ob alles geht. Alle Kontrollleuchten sind da. Läuft. Da gehen auch alle Kontrollleuchten aus, alle Instrumente zeigen an. Dann prüft ihr das Kupplungspedal, hat fast kein Spiel, ist gut, macht keine Geräusche, gut. Prüfen wir die Scheibenwischer, geht einwandfrei, Spritzen geht auch. Lampen checken, fangen wir mal mit Standlicht an. Ja. Abblendlicht. Ja. Fernlicht, Ja. Lichtprobe, Ja. Fernlicht. Ja. Kommt alles. Höheneinstellung, der Scheinwerfer sieht auch gut aus. Höhenverstellung, der Scheinwerfer funktioniert auch. Stellen wir es wieder hoch, Lisa fährt meistens allein. Prüfen wir noch die Hupe. Dürfen wir auch in Italien fahren, alles in Ordnung. Ja. Weiter? Ja. Gut. Rückfahrscheinwerfer. Ja. Eine. Ja. Und Standlicht.
Ja. Und Nebelschlussleuchte. Ja. Kontrollleuchte, Nebelschluss geht auch. Blinker schauen wir auch noch gleich. Geht. Und die Wandblinker gehen auch. Guck, ob die auf beide Seiten gehen. Die geht. Okay. So, Handbremse, schauen wir mal. 1, 2, 3, 4. Ist gut. Bei den Gurten, schaut ihr, die Halter in Ordnung sind, ist alles gut, alles dran und der Rücklauf funktioniert auch. Stoff ist unbeschädigt, sieht alles gut aus. Dann schauen wir die Peitschenhalter an, sind in Ordnung. Einrasten tun sie, Kontrollleuchte war vorhin auch weg. Der nächste Punkt wäre der Reinluftfilter, aber hier ist keiner verbaut, hat sich also erledigt. Bei der Lenkung schauen wir, ob Spiel vorhanden ist. Also ich bewege das Lenkrad ganz leicht und ich sehe, dass das Vorderrad sofort folgt. Keinerlei Problem. Bei der Lenkung prüft er, ob die Manschetten dicht sind. Mal durchgehen. Aha, da ist nichts rissig, nichts abgerissen, alles trocken. Dann geht es an der Spurstange weiter. Hier die Manschette, alles dicht und kein Spiel vorhanden. Dann prüfen wir den Rest der Radaufhängung. Hier unten das Aufnahmegelenk, in Ordnung. Hier der Querträger. Und da hinten noch ein Blick rein. Und da innen im Querlenker auch nichts gerissen. Radaufhängung in Ordnung. Dann prüfen wir die Antriebsmanschetten. Die Welle hat auch kein unvernünftiges Spiel. Und auch die Innenseite der Manschette. Alles dicht, alles trocken, Tilger dran, kein Problem. Wir prüfen die komplette Unterseite des Motors, ob alle Kabel, Stecker stecken, nichts angerissen ist und ob irgendwelche Schläuche Undichtigkeiten zeigen, so wie wir das sehen. Da Motorlager ist soweit in Ordnung, kein Problem. Manschetten hatten wir schon, da hinten ist auch alles trocken. Getriebe ist komplett trocken, also da brauchen wir auch keinen Füllstand kontrollieren, das passt. Zieht er hier die Manschette zurück, macht da ein bisschen Fett runter und dann die Manschette wieder schön drauf. Dann hinten auch noch ein bisschen Fett aufs Gelenk. Gut. So, wir prüfen die Auspuffanlage. Ich beginne vorne am Cut. Dann geht es hier rüber, alle Verschraubungen dicht, alles in Ordnung. Dann am Rohr entlang. Der Gummi hier ist besonders gefährdet, alles in Ordnung. Die Verschraubung hier, die Aufhängung hinten, alles in Ordnung, aber hier haben wir ein Problem. Da wird demnächst mal ein Auspuff fällig. Wir prüfen die Kraftstoffleitungen und die Bremsleitung, soweit wir sie einsehen können. Weil wenn da nichts raustropft, braucht man die Verkleidung nicht wegmachen. Gehen an dem Fahrzeug nach vorne und dann schauen wir noch nach vorne, wo sie im Motor verschwindet. Dann prüfen wir den Unterboden. Gut, das Fahrzeug läuft ja in Deutschland, da ist das nicht allzu beschädigt. So viele Steine haben wir nicht, wir haben mehr Schlaglöcher. Ist alles noch soweit in Ordnung. Schauen wir nach dem Bremssattel, da ist alles dicht, Entlüftungsventil trocken, Leitung nicht rissig, okay. Das gleiche auf der anderen Seite, ABS-Sensoren, alles dran, alles fürchterlich trocken. Dann die Bremsscheiben, noch nicht eingelaufen, die Scheiben sind noch absolut in Ordnung. Bei der hinteren Radaufhängen musst du hier kontrollieren, ob das hier noch gut aussieht, passt. Anschlüsse und der Bremsschlauch hier noch in Form ist, da ist alles dicht. Der Schlauch ist nicht porös und nicht rissig, passt. Dann schaut er hier nach dem Rest der Aufhängung. Der Anschlag sitzt auch noch, Stoßdämpfer hinten dran ist fest. Dann müsst ihr hier oben schauen, ob da alles dicht ist. Am Bremszylinder, da ist alles dicht. Und dann müsst ihr unten prüfen, ob hier was rausläuft. Da ist alles trocken, also ist der Bremszylinder auch noch dicht. So, hier ist eine Kappe für das Inspektionsloch. Mit dem Schraubenzieher kriegt ihr die runter und da könnt ihr die Belagstärke vom hinteren Bremsbelag anschauen. Die Bremsklötze prüfen wir am besten von außen, indem wir hier durch die Löcher schauen. Auch die Bremsklötze haben noch eine vernünftige Dicke, die sind noch fast neu, können wir lassen. Dann messen wir an allen 4 Reifen das Profil. Noch knapp 7 mm. Wir prüfen die Reifen auf optische Mängel. Da ist nichts angeschrammt. Ablaufbild sieht alles gut aus. Dann schauen wir nach den Stoßdämpfern oben. Manschetten sind noch in Ordnung. Das da unten sind leichte Spuren vom Regen heute Morgen.
Die andere Seite natürlich auch. Weil das Rathaus ausleuchten, schauen, ob der Kotflügel Schäden hat, ist aber alles in Ordnung. Da müssen wir nach dem Reifendruck schauen. Den richtigen Luftdruck für die Reifen findet ihr hier. Allerdings muss man da auf dem Kopf stehen, dass man lesen kann. Von außen sieht man es besser. Wir machen 2,3 vorne und 2,5 hinten rein. Das ist für volle Zuladung. So, schauen wir mal. Aha, passt noch ungefähr. Tick rein, das ist gut. So, die Kappen könnt ihr einfach mit 2 Fingern abziehen, ist kein Problem. Dann messen wir den Luftdruck. Und da können wir ein bisschen mehr reinmachen. Passt. Lustigerweise steht, dass wir alle Radschrauben kontrollieren sollen und mit 90 Newtonmeter nachziehen, also machen wir es halt auch. War gut, war gut, war gut, war gut. Bei der Radkappe müsst ihr wieder darauf achten, das ist das Loch fürs Ventil. Da setzen wir sie zuerst an. Und drauf ist sie. Reserverad brauchen wir hier keins kontrollieren, der Gute hat keins. Also müssen wir das Füllset kontrollieren. Das ist erstmal der Mini-Kompressor, ist da. Dann schauen wir, ob da noch was drin ist. Im Reifenfüllset. Auch in Ordnung. Kontrolliert. Gut ist, Klappe dicht. Affe tot. Jetzt geht es oben im Motor weiter. Da schauen wir jetzt erstmal, ob alle Leitungen, Stecker, das ist alles dicht, sitzt alles an seinem Platz. Nichts ist gescheuert, nichts hat Luft. Das passt alles. Ist auch hier alles trocken. Da sitzt alles. Prüfen wir hier die Kraftstoffleitungen. Die sind ganz wichtig, dass das nicht brennt. Die Wasserschläuche sind alle dicht. Dann schauen wir mal hier unten, Wasserschlauch, alles okay. Kabel, Batterie, machen wir nachher nochmal getrennt. Hier vorne rum noch, Lambda-Sonde, alles gut, passt, keine Probleme. Motorlager schauen wir auch, da ist nichts gerissen, da war aber auch ganz friedlich, wo ich gefahren bin. Mit dem Frostschutz vom Kühler, tolle Konstruktion Ford. Habt ihr euch echt was gedacht? Wir haben 27 Grad Frostschutz, 28 Grad, das ist genügend. Allerdings fehlt etwas Kühlmittel, der ist fast am Minimum, da müssen wir mal nachfüllen. Glücklicherweise kommt da das gleiche Kühlmittel rein wie bei Volkswagen, also können wir das Volkswagen Kühlmittel nehmen. Jetzt ist der Behälter wieder voll, alles gut, wegen dem Verlust müssen wir mal aufpassen. Ich habe keine Undichtigkeit gesehen, das müssen wir beobachten. Jetzt kommt wieder mein Lieblingswort. Scheibenwischwaschwasser müssen wir kontrollieren. Das ist hier. Der Trick mit der Taschenlampe und dann ein bisschen wackeln und dann seht ihr, da unten steht's. Können wir nur ein bisschen reinmachen, aber viel fehlt nicht. Der Behälter sitzt ja erst unten dran. So, füllen wir ein bisschen nach, jetzt ist der Rand voll, passt. Kostet bei Mercedes 10 Euro. So, Bremsflüssigkeit steht absolut auf Maximum. Ihr wisst ja, das ist die einzige Flüssigkeit im Auto, die nicht auf Maximum stehen muss. Also da brauchen wir schon gar nichts reinschütten. Batterie ist wartungsfrei. Magisches Auge hat sie auch keins. Das Einzige, was wir da machen können, ist mal nach der Spannung zu schauen. Sonst kriegen wir da keine Auskunft über die Batterie. 12,5 Volt ist absolut gut, kein Problem. So, die Pole sehen soweit sauber aus, machen wir noch ein bisschen Polschutzfett drauf, dann ist auch gut. Viel brauchen wir da nicht machen, das ist alles in Ordnung. Ich schaue immer mal ganz gern in die Zahnriemenverkleidung rein, müssen wir sie mal losmachen, die hat hier eine Schraube und hier. Eine Schraube sitzt hier noch drunter. So, ihr seht, der Zahnriemen hat schon schöne Riefen, da müssen wir demnächst mal dran. Da könnt ihr euch auf einen neuen Film freuen. So, beim Zurück muss das ganze Kabel da wieder in seine Halter rein. Können wir wieder zuschrauben, also die Schraube da oben. Den Blechhalter hier mitnehmen, dann kommt da noch ein Schräubchen. Mit Gefühl anziehen reicht. Nach dem Keilriemen schauen wir auch mal schnell.
Spannung ist in Ordnung. Der Riemen sieht noch fast besser aus wie der Zahnriemen. Jetzt machen wir noch ein paar neue Zündkerzen rein. Dafür müssen wir jetzt hier mal die ganze Airbox da oben abbauen. So, die hat da oben erstmal 3 Schräubchen. Wenn sie so sind, ist gut, das sind unverlierbare Schrauben, das heißt weiter braucht ihr sie nicht rausdrehen. So, das Dumme ist, dass es unten nochmal die gleiche Nummer gibt. An der Unterseite sind 3 Schrauben. So, jetzt haben wir das Teil lose. Da können wir es ausrasten. Dann sind da oben noch 2 Schrauben von der Airbox. Also passt auf, dass ihr so eine kleine Dreck wirft. So. Jetzt müsst ihr das da hinten so auslupfen und dann hat man das Teil. Ah, ein Schlauch hängt noch dran. So. Jetzt kommen wir so weit ran. Dann ist gut. Die Zündkerzen sitzen da unten. Mit so einer Zange hoch die Stecker. Möglichst weit unten angreifen und dann gehen die Stecker hier hoch. Unter den Steckern ganz unten sitzt die Zündkerze. Gleiche Nummer hier. Das ist der zweite. So, wieder möglichst weit unten greifen. Und die haben wir. Jetzt kommt noch die dran, aber da schon unten greifen ist schon Wunderweg. Und die haben wir auch. Damit jetzt nicht der ganze Dreck in den Motor fällt, weil die Zündkerzen so tief sitzen, müsst ihr die unten ausblasen. Die Zündkerzen haben diesen kleinen 16er Schlüssel. Da fangen wir mal an, eine nach der anderen auszuwechseln. Okay. Und jetzt kommt die erste Zündkerze so langsam aus dem Motor. Das sind die Kerzenstecknüsse mit den Neoprenhaltern, also hängt die Kerze jetzt im Stecker. Da kommt sie. Die Zündkerzen sehen gar nicht einmal so schlecht aus für 46.000 Kilometer, aber jetzt kommen neue rein, dann geht es wieder mal gut. Dass ihr das Ding einsetzt, schaut ihr nochmal nach dem Elektrodenabstand, das sieht richtig aus, 1 mm soll er betragen. So, und jetzt kommt das Geduldsspielchen, jetzt müsst ihr genau den Kanal treffen. Jetzt müsst ihr die genau so schräg, wie die drin waren, ansetzen. Da müsst ihr nämlich die Gewinde suchen. Wehe, ihr habt die Gewinde nicht, dann gibt es ganz schön Ärger. Wieder handfest ziehen und zum Schluss bekommen die Zündkerzen noch 15 bis 20 Newtonmeter. Beim Anziehen der Zündkerzen mit Drehmoment muss der Motor auf jeden Fall kalt sein. Wenn ich die jetzt beim heißen Motor angezogen hätte, hätte das sie nachher nicht mehr rausgekriegt, dann wären sie festgenietet. Bei der letzten Zündkerze sieht man sogar was. Und rausholen. Ja. Es ist leider so. So, beim Eindrehen müsst ihr schauen, dass ihr sie richtig ansetzt. Und dann erstmal per Hand. Dann seht ihr ja, ob das Gewinde passt. Dann ein bisschen mit der Ratsche. Und jetzt den Drehmomentschlüssel. Und 20 Newtonmeter. Jetzt müssen wir die Zündkerzenstecker wieder aufstecken. Und die müsst ihr stecken, bis es klackt. Ja, geklackt. Stöpsel da hinten macht eine frische Ladung Talgung drauf. Dann kommt die Airbox wieder hin und da müsst ihr aufpassen, da hinten war ja ein Schlauch, den dürft ihr jetzt nicht vergessen, sonst läuft die Karre nachher nicht richtig. So. Vorteil bei modernen Autos, reingehen die Teile immer viel einfacher wie raus. Dann kommen die 2 Schräubchen links und rechts wieder rauf.
Mit Gefühl anziehen langt. Muss alles nicht übertrieben festsetzen. Das Gehäuse vom Filter könnt ihr noch aussaugen. Den neuen Filter setzt er wieder ins Gehäuse ein. So rum kommt er rein. Steht er hier an. Dann das Airbox einfach nach unten andrücken. Und jetzt kommt das Heckschräubchen wieder rein. Bei den Schrauben müsst ihr immer erst rückwärts drehen, damit sie das richtige Gewinde im Plastik finden. Unten haben wir natürlich das gleiche Spiel nochmal. Wir haben ja gleich 3 Stück verbaut. Die auf der Seite. Wenn alle mal drin sind, könnt ihr sie mit Gefühl anziehen. Aber viel Gefühl, viel geht da nicht. Die Inspektion ist beendet. Ich werde jetzt noch eine Probefahrt machen und dann tschüss, bis zum nächsten Film.